Die New Housing 2023, ja, Tiny House Bausätze. Bastian, du kommst aus Baden-Württemberg? Genau, aus dem Landkreis Reutlingen sind wir stationiert, genau, und sind heute das erste Mal auf der New Housing. Ja, du bist gut organisiert, ja, hast ein eigenes Filmteam mitgemacht. Social Media ist ja das Thema bei Tiny House, oder? Auf jeden Fall, ja. Wir merken auch, dass das Instagram immer mehr Zuläufer hat. Wir haben ja eine eigene Instagram-Page natürlich und versuchen natürlich da auch ein bisschen am Start zu sein. Ja. So, das heißt, ich kann von dir auch das Fahrgestell beziehen oder nur den Aufbau? Im Prinzip kannst du bei uns alles kaufen. Du kannst von Fahrgestell bis Aufbau, Fenster, Material für Innenausbau, Küchenbausätze sogar mittlerweile, Schränke, Regale, Treppen, alles zum selber aufbauen beziehen. Ja. Hier sieht man sehr schön das Holz. Wo kommt das her? Das ist aus dem Schwarzwald tatsächlich, das Holz. Aus dem deutschen Schwarzwald, Black Forest. Ich kenne keinen anderen, aber ja, Schwarzwald. Sehr schön. Ja, ich frage ja lieber, weil immer mehr Holz kommt aus Deutschland. Sind die Holzpreise jetzt ein bisschen gefallen für Bauholz? Die sind tatsächlich wieder ein bisschen gefallen, genau. Das war ja schon sehr übertrieben. Mittlerweile ist es schon fast wieder normal, würde ich sagen. Ein paar Prozente liegt es noch über dem vor Corona, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem, ja, es ist wieder normaler. So, es erübrigt sich, dass ihr natürlich eine CNC habt. Das heißt, ihr macht ja Massen und da hat man viele gleiche Bauteile und die kann man wahrscheinlich über oder seid ihr noch mit der Handkreissäge? Wir sind sowohl als auch einmal mit CNC unterwegs. Wir vergeben Arbeiten natürlich an Sägewerke, produzieren aber klar alles in Deutschland und wir müssen bei den Massen natürlich auf CNC-Fertigung gehen, sowohl bei Möbel als auch bei Tiny Häusern. Das ist so, ansonsten könnte man in Deutschland gar nicht fertigen. Das ist ein echtes Problem. Und die Genauigkeit. Du bist sehr genau. Genau, Genauigkeit spielt natürlich eine große Rolle. Wir konstruieren einen PC mittlerweile mit dem Kunde und geben es dann in die CNC-Fertigung. Software, die ihr dort verwendet? SketchUp. Manche sagen, SketchUp. Das hat einfach den Grund, dass der Kunde damit planen kann. Ja, also SketchUp ist so simpel aufgebaut, der gibt uns die Dateien und wir können weitermachen. Ihr könnt das direkt auf die Maschine ausleiten, oder? Wie geht das? Ja, wir müssen natürlich schon mal drüber gucken. Mal kurz nochmal einen Profiblick drauf lassen, aber ja, so in die Richtung geht es dann, ja. Ja, das heißt also, der IKEA-Planer ist es nicht, mit dem der Kunde plant, sondern SketchUp. Aber die funktioniert, die Software. Die Leute können sich gut einarbeiten. Ihr könnt die auch nochmal importieren in andere Programme. Genau, ja. Also die Leute, die haben eigentlich sich schon so damit auseinandergesetzt, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Wir müssen da nicht mehr viel machen. Die zeichnen schön mit SketchUp und wir machen sozusagen den Rohbau draus. Ja, an der Supermarktkasse muss ich ja auch schon selber kassieren. Ja, deswegen passt das alles. Und der Kunde kann zu Hause so oft modifizieren, bis er dann fertig ist. Ja. Tiny Home Factory steht auf dem Fahrgestell. Ja. War das mal euer alter Name, oder? Nee, Tiny Home Factory und Kleiner Nomade haben sich zusammengetan und haben nochmal eine GmbH gegründet, um die Bausätze die Bausatzsparte zu versorgen, sage ich jetzt mal. Ja. Sag mal, wenn ich handwerklich keine Ahnung habe, lieber Finger weg, oder? Denn ist es schwieriger, als es aussieht, oder? Es ist schwieriger, als es aussieht, ja, aber es macht verdammt viel Spaß und wenn man sich reinarbeitet mit von uns zur Verfügung gestellten Videos und Telefonsupport. Dann baut sich das von alleine. Ja, und notfalls einen Support vor Ort bieten wir auch an. Im ganz blöden Fall, wenn es dann fast zum Trauma führt, sind wir auch vor Ort. Genau. Das heißt, ihr kommt da raus mit Diplompsychologen und hofft dann die Ehe nochmal zu kitten. Denn viele stellen sich vor, ich baue das mal in 2-3 Wochen. Selbst Profis brauchen da richtig lange Zeit für, wenn es ordentlich gemacht ist. Kabelkanäle, wie gehst du denn damit um, dass man später nochmal was nachziehen kann, als Beispiel? Wir sind kein Freund von Kabelkanälen. Warum nicht? Ja, es ist individuell. Wenn der Kunde einen Kabelkanal will, dann soll er den reinmachen. Aber weil wir uns vorweg schon fixieren drauf. Das ist ein Tiny House. Das heißt, ihr zieht die Kabel ein, da wo sie hingehören und fertig? Genau. Ja. Der Rest per WLAN. So, ich zeige mal, die Treppe kann man die bei dir kaufen? Wenn du die kaufen willst, kannst du die kaufen. Genau. Kannst du kaufen. Das ist aber jetzt die Messetreppe. Die könnte die ausleiten quasi und dann nochmal auf die CNC schicken. Wir gehen mal rein. Sag mal, wo fängt denn das an? Hier, zum Beispiel das Haus, was hier steht. Gut, das Haus so als Rohbau von uns aufgestellt startet bei 20. Ist aber schon ein Messerabatt drauf. Ihr stellt das auf. Das heißt, der Kunde
Ja, nee, wir stellen das jetzt auf, weil wir ja ein Messe-Tiny House brauchen. Ah, okay, der Kunde baut es aber selber zusammen. Der jagt selber die Schrauben rein und so weiter. Richtig, ganz genau. Ja. Okay, das heißt, der kriegt dann auf zum Beispiel Europaletten oder per Spedition? Der kriegt meistens auf dem Trailer sein Material und kann auf dem Trailer aufbauen. Das ist seine Plattform. Das ist ja krass. Das heißt, ihr schnallt den Bausatz auf den Trailer, der Kunde holt den ab und es kann losgehen. Genau. Im Zimmermannsbereich sagen wir Richtboden, wo wir die Wände zusammen bauen. Und genau, man muss nur so bauen, dass man im Prinzip das letzte Teil auch als letztes baut. Echt? Das dann nacheinander runternimmt, sonst hat man ein Problem mit dem Platz meistens, ja. Du hast alles schon erlebt, oder? Ich habe das schon mal gemacht, ja, tatsächlich. Nein, aber bei den Kunden schon alles erlebt. Ja, auf jeden Fall. Klar. So, jetzt hat man hier eine ganz interessante, kennt man ja aus dem Wohnmobilbau, eine ganz andere Lösung gewählt hier. Also normalerweise ist das Bett sehr weit oben, hier nicht. Genau, das liegt daran, dass wir haben ja einfach eine Höhenbeschränkung in so einem Tiny House. Wobei, wenn man jetzt hier zur Tür reinkommt, die 3,10 Meter hat man im Wohnmobil jetzt zum Beispiel nicht. Also ich kenne selten Wohnmobile, wo das der Fall ist. Wir haben hier einen Wohnbereich und unten einen Schlafbereich. Genau. Ach, du schläfst unten? Ja, ich nicht, aber der Kunde dann. Ist ja gemütlich, das wollte er so. Ja, genau. Du bist ein bisschen so Karl May und Ferienlager, ja. Oder, wenn er da ist. Aber das kann der Kunde ja selber bestimmen. Das hat er ja mit SketchUp hat er das gemacht. Genau, ja. So, und dann gucken wir mal hier rein. Das hier ist der Wohnbereich, da gibt es eine Treppe, da geht er hoch. Genau, im Prinzip ist die Treppe da, wo wir gerade hinschauen. Also die geht dann hier so hoch, so ein bisschen geschwungen, dass man hier noch Platz hat. So. Und dann geht es hier hoch und dann hat man einen Wohnbereich. Und die Treppe nimmt auch hier nicht so viel Platz weg zum Schlafbereich. Man muss ja auch reinkommen. Also Bauer, 20.000 ist der Trailer mit drin. Ja. Und das Holz auch schon. Alles. Die Schrauben auch. So wie wir hier stehen. Ja. Echt? Und Dichtbänder auch schon mit drin? Ja, aber wir müssen ja sagen, das ist ein Rohbau. Da kommt natürlich schon was drauf. Man muss so rechnen mit ca. 50.000. Also die Fenster kommen noch dazu, die Elektrik, die Heizung, die Klimaanlage, was weiß ich. Die Dämmung, die Küche, die Schränke, die Treppe. Ja. Was war denn so das Schnellste, was ein Kunde geschafft hat, wenn er nicht 20 Leute zur Hilfe genommen hat? Das ist eine gute Frage. Wir haben das noch nicht abgefragt, ehrlich gesagt. Aber ich schätze mal so 400 Stunden wird er da schon brauchen. Also das heißt 400 Stunden, also angenommen, ich mache mal so 8 Stunden die Woche am Wochenende. Vielleicht auch 16 durch 400, 20, 40 Wochen. Nee, stimmt nicht, 20 Wochen. Ganz grob, aber wir müssen ja überlegen, viele haben ja nicht jeden Tag Zeit zu arbeiten. Die gehen ja normal Geld verdienen. Nein, am Wochenende, einen Tag habe ich jetzt gerechnet. Wirklich nur am Wochenende oder in Ferien, dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut gewuppt. So, man sollte es ja nicht draußen stehen lassen im Winter, oder? Das wäre blöd, wenn im Holz verziehen und so. Also wenn es nur draußen steht und nicht bewittert wird, geht es auf jeden Fall. Also aber man braucht eine Halle eigentlich. Man braucht eine Halle oder ein Zelt. Ja. Oder ein Zelt. Ja. So, und das heißt, das Beste ist, man baut auf unter gleichen Temperaturen, habe ich gelernt. Also das ist möglichst gleichmäßig, wenn er heute 20, morgen 0, nicht so gut. Ja, genau, ist tatsächlich so. Wird zum Glück auch nicht passieren im europäischen Winter. So, und das hier sind Bilder von euren Häusern, oder habt ihr die eingekauft? Dann frage ich mal. Nee, das sind echte Häuser. Das sind echte Häuser, dafür haben wir kein Geld bezahlt. Das ist ganz einfach, das ist das Haus, wo wir gerade drin stehen. Echt? Also ich muss mal blöd fragen. Das heißt, es gibt schon ganz viele, die rumfahren, die das schon geschafft haben? Es gibt viele, die das geschafft haben, ja. So, ich zeige mal hier oben. Das ist Stauraum dann? Das ist Stauraum, genau. In dem Fall aber frei wählbar natürlich. Gell? Man kann jeden Platz für sich selber definieren. Hier ist, glaube ich, sogar ein Schlafplatz eingeplant gewesen von der letzten Kundin. Wäre aber auch cool, wenn ich jetzt ein Verkaufsbüro habe, zum Beispiel auf dem Platz, wo ich irgendwas hinstelle, habe zum Beispiel eine freundliche baugenehmigungsfreie Welt wie in Bayern, wo ich ja einen gewissen umbauten Raum, ich glaube 70 Kubik, ich weiß nicht mehr, 35 Kubik, irgendwas, ja. Da würde es ja gehen. Aber ansonsten brauchst du ja fast überall eine Baugenehmigung. Das heißt, ihr könnt auch GEG auf Wunsch, also die dicken, die Fenster. Wir kennen GEG auf Wunsch bei Modulhäusern. Aber hier nicht? Nee. Okay, wo stellt man die denn hin? Üblicherweise auf dem Campingplatz? Es gibt Baugrundstücke, wo man sie hinstellen darf, tatsächlich. Ach so, ausgewiesene, wo denn... Genau. Okay, verstehe. Es gibt Sondergenehmigung vom Architekt, der hat es besser im Griff. Der müsste jetzt hier neben mir stehen und wüsste dann die Details dazu. Krass. So, komm, mal mit raus. Ja. Das heißt, wenn ich so ein Haus jetzt kaufen will, bastel ich mir meinen Grundriss, ihr packt das auf die CNC und wie lange warte ich dann, bis es dann... Ja, da kommt
Gut, wenn du jetzt individuell willst, ich denke mal so, sind wir bei 10 Wochen wahrscheinlich, je nachdem, wie die Lieferpässe dann funktionieren. Ja. Was zahle ich denn an, wenn ich bestelle? Alles, weil das ja individuell ist. Ja, du zahlst alles an 100%. Das ist ja fair. Bausatz. Ja. So, ich sag das mal. Also das Ganze heißt Tiny House Bausätze. Ja, da habt ihr euch nicht auf einen Spezialnamen spezialisiert. Ihr habt den Gattungsbegriff und das, was ihr tut, einfach reingemacht. Und das ist auch die URL. Das heißt tinyhouse-bausätze.de oder wie? tinyhausbausätze.com. Gut, steht hier irgendwo? Kann ich hier irgendwo abfilmen? Habt ihr sie irgendwo, vielleicht hier auf der... Die Schrift ist sehr klein. Ja, zeig mal. Ich komme mit. Das zeigen wir jetzt mal. Also www. Ja. So, und das ist die Adresse. Mein Gott, Darf man das? das sind ja 4 Punkte. Ja, ich muss mal gucken. tinyhousebausätze.com. Okay, habe ich geschafft. Du bist ja Bastian, Ich Nachname? bin der Bastian, ja, genau. Traub. Traub. Genau. Was hast du gelernt? Zimmerer. Du bist Zimmerer, das heißt, du kommst vom Fach. Wie viele Leute habt ihr? Wir sind sofort und haben noch freie Mitarbeiter. Das heißt, ihr macht aber nur noch die Bausätze. Du gehst nicht mehr aufs Dach. Nee, ich muss auch noch aufs Dach und ich will auch noch aufs Dach. Ja. Bist du beliebt bei Nachbarn eigentlich? Als Zimmerer? Kommt drauf an, bei wem. So, ich zeig's mal. Tiny House Bausätze, da sind sie. Und ich finde es ganz innovativ, denn viele träumen ja vom Tiny House, haben vielleicht keine Kohle, haben aber viel Zeit. Genau. Und das ist soll optimal. Die Sparte soll es aus. Genau. Sehr schön. Tschüss, vielen Dank. Ciao. Jetzt ist er frei.